Geld geschenkt vom Arbeitgeber und der Staat legt noch eine Prämie drauf? Was sind vermögenswirksame Leistungen? Wer hat Anspruch darauf? Welche Vorteile und Nachteile gibt es? Wie läuft es ab? Und in welche Geldanlagen sollte man die VL investieren? Diese und weitere Fragen rund um die vermögenswirksamen Leistungen beantworten wir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Du sparst auf ein Auto, eine neue Küche, eine neue Wohnungseinrichtung oder eine Immobilie? Vermögenswirksame Leistungen helfen beim Sparen und du brauchst nicht einmal selbst Geld auf die Seite zu legen. Dein Chef zahlt jeden Monat für dich ein und vom Staat gibt es in einigen Fällen auch noch eine Prämie. Viele Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, nutzen sie aber nicht. So verschenken sie jeden Monat Geld. Definition: Was sind vermögenswirksame Leistungen? Bei vermögenswirksamen Leistungen, auch VWL oder VL, handelt es sich um zusätzliche Zahlungen vom Arbeitgeber. Das Geld wird aber nicht direkt auf dein Girokonto gezahlt, sondern dient ausschließlich dem Vermögensaufbau über Bank- und Fondssparpläne sowie Bausparverträge oder dem Schuldenabbau bei der Tilgung einer Baufinanzierung. Welche Möglichkeiten du dabei hast, erklären wir dir gleich genauer. Wie funktionieren VL? Der Arbeitgeber zahlt bis zu 40 Euro monatlich, also 480 Euro jährlich, in einen Sparvertrag. Es besteht jedoch keine Pflicht zum Zahlen von vermögenswirksamen Leistungen. Es ist also auch möglich, dass der Arbeitgeber weniger oder nichts zahlt. Die Anlage der VL läuft über 7 Jahre. 6 Jahre musst du in den Vertrag einzahlen. Anschließend kann das Guthaben ein Jahr ruhen. In einigen Fällen ist zudem eine staatliche Förderung möglich. Mehr dazu gleich. Wer hat Anspruch? Die vermögenswirksamen Leistungen sind im 5. Vermögensbildungsgesetz geregelt. Sie sind eine freiwillige Unterstützung durch den Arbeitgeber, so dass nicht jeder Arbeitnehmer Anspruch hat. Da jedoch einige Tarif- und Arbeitsverträge die VWL vorsehen, haben viele Beschäftigte die Möglichkeit, sie zu bekommen. Wenn du nicht sicher bist, ob dein Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen zahlt, frag am besten bei deinem Chef oder in der Personalabteilung nach. Grundsätzlich können Angestellte, Beamte, Soldaten und Auszubildende Anspruch haben. Teilzeitbeschäftigte bzw. geringfügig Beschäftigte haben einen anteiligen Anspruch, wenn der Arbeitgeber VL zahlt. Wenn du Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage oder die Wohnungsbauprämie hast, kann es auch Sinn machen, deinen Chef zu bitten, VWL statt einer Gehaltserhöhung zu zahlen. So profitierst du durch die Zulagen eventuell mehr. Staatliche Förderungen. Nicht nur der Arbeitgeber beteiligt sich bei den VL an der Vermögensbildung, sondern auch der Staat. Allerdings gibt es hier Einkommensgrenzen, bis zu der die staatlichen Förderungen gezahlt werden. Die Arbeitnehmersparzulage. Mit einem geringen Einkommen profitierst du besonders von den vermögenswirksamen Leistungen. Bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 17.900 Euro bei Singles bzw. 35.800 Euro bei Ehe- und Lebenspartnern erhältst du zusätzlich die sogenannte Arbeitnehmersparzulage für wohnwirtschaftliche Zwecke vom Staat. Das geht zum Beispiel über einen Bausparvertrag. Die Arbeitnehmersparzulage beträgt jährlich bis zu 43 Euro für Singles. Wenn du statt in einen Bausparvertrag in einen Fondssparplan investierst, beträgt die Einkommensgrenze 20.000 Euro bzw. 40.000 Euro für Ehepaare und die staatliche Förderung bis zu 80 Euro. Beachten musst du, dass die 43 bzw. 80 Euro Förderung vom Staat zunächst nur gezahlt werden, wenn dein Arbeitgeber die vollen 40 Euro monatlich als VL zahlt. Tut er das nicht, kannst du die Restsumme allerdings selbst aufstocken und so die volle Prämie erhalten. Die Wohnungsbauprämie. Wenn ein zu versteuerndes Einkommen über der Einkommensgrenze für die Arbeitnehmersparzulage liegt, hast du unter Umständen trotzdem Anspruch auf die Wohnungsbauprämie. Hier gelten nämlich höhere Einkommensgrenzen. 35.000 Euro jährlich zu versteuerndes Einkommen bei Singles und 70.000 Euro für Ehepaare oder bei eingetragenen Lebensgemeinschaften. Zum Januar 2021 wurde die Wohnungsbauprämie auf 10% der jährlichen Einzahlungen angehoben. Bis zu 700 Euro als Alleinstehender oder 1.400 Euro als Paar sind die maximale förderbare Sparleistung. So, dass du in jedem VL-Sparjahr eine Prämie von 70 bzw. 140 Euro erhältst. Das sind mehr als 50% mehr als zuvor. Welche Anlagen gibt es für VL-Sparen? Es gibt verschiedene Anlagen für das VL-Sparen. Welche die richtige ist, hängt von deinen Sparzielen ab und welcher Anlegertyp du bist. Du musst dir vorab Gedanken machen, ob du mehr Wert auf Sicherheit oder die Chance auf hohe Renditen legst. Die folgenden Möglichkeiten gibt es. Erstens, VL-Sparen mit einem Banksparplan. Damit hast du eine risikofreie Anlageform, bei der ein fester oder variabler Zins festgelegt wird. Dein Geld wird hier nicht am Kapitalmarkt angelegt. Während die Anlage zwar sicher ist, bringt sie allerdings 2 Nachteile mit sich. Die Rendite liegt in der aktuellen Niedrigzinsphase in der Regel unter der Inflationsrate. Dein Geld verliert also an Wert,
und Banksparpläne werden nicht staatlich gefördert. Du hast hier also keinen Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage. Zweitens. VL-Sparen mit einem Bausparvertrag. Der Bausparvertrag gehört nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen zum Sparen von vermögenswirksamen Leistungen. Er kann Sinn machen, wenn du mittelfristig eine Immobilie kaufen oder bauen möchtest. Der Bausparvertrag ist eine Kombination aus einem Sparplan und anschließendem zweckgebundenen Darlehen. Es wird sowohl ein fester Sparzins für die Ansparphase als auch ein fester Kreditzins für die Darlehensphase festgelegt. Mit einem Bausparvertrag hast du, wenn du die vorhin genannte Einkommensgrenze nicht überschreitest, Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage von 43 €. Außerdem ist es mit dir möglich, die Wohnungsbauprämie zu erhalten. Drittens. Baukredit zurückzahlen. Wenn du eine Baufinanzierung laufen hast, dann kannst du die vermögenswirksamen Leistungen auch einfach zur Tilgung für diesen Kredit nutzen, indem du sie auf das Darlehenskonto einzahlen lässt. In der Regel sind die Zinsen für das Baudarlehen höher als die zu erwartenden Renditen bei VL-Angeboten mit fester Verzinsung. Daher ist die Tilgung eine einfache und gut verzinste Möglichkeit der Anlage. Frag vorab bei deiner Bank nach, ob das möglich ist. Nicht jede Bank ist damit einverstanden. Bei einer selbstgenutzten Immobilie kannst du zudem die Arbeitnehmersparzulage beantragen, sofern du unter der Einkommensgrenze liegst. Viertens. Betriebliche Altersvorsorge. Eine weitere Möglichkeit, die vermögenswirksamen Leistungen anzulegen, ist die betriebliche Altersvorsorge. Sie kann dann sinnvoll sein, wenn du die VL ausschließlich dafür nutzen möchtest, dich im Alter abzusichern. Zugriff auf das Geld hast du erst zum Renteneintritt. Du bist also nicht besonders flexibel und die Renditen sind meist recht gering. Fünftens. VL-Sparen mit ETFs oder Investmentfonds. Die Geldanlage deiner vermögenswirksamen Leistungen in ETFs oder aktiv gemanagten Fonds verspricht die höchste Rendite. ETFs sind dabei in der Regel aufgrund ihrer extrem geringen Kosten noch lukrativer als aktiv gemanagte Investmentfonds. Anders als bei den zuvor genannten Sparanlagen gibt es bei ETFs und Aktienfonds keine feste Verzinsung und die Wertentwicklung unterliegt den Kapitalmarktschwankungen. Daher gelten sie als riskanter. Aufgrund des langen Anlagezeitraums reduziert sich das Risiko jedoch und wenn du die angesparten Beiträge nach Ablauf des VL-Sparens weiterhin investiert lässt, profitierst du zudem vom Zinseszinseffekt reinvestierter Dividenden. Nutzt du diese Anlageform für die vermögenswirksamen Leistungen, kannst du ebenfalls die Arbeitnehmersparzulage erhalten. Die Einkommensgrenze liegt etwas höher als bei Bausparverträgen und der Baukredittilgung, und zwar bei 20.000 € für Singles und 40.000 € für Ehepaare und Lebensgemeinschaften. Zudem ist die Förderung doppelt so hoch, allerdings auf 400 € Sparsumme jährlich begrenzt. Damit kannst du also eine maximale jährliche Arbeitnehmersparzulage von 80 € statt nur 43 € erhalten. Muss man vermögenswirksame Leistungen versteuern? Ja, auf vermögenswirksame Leistungen fallen Steuern an. Zum einen erhöhen sie das Bruttogehalt und sind daher wie das Gehalt oder der Lohn steuer- und sozialabgabenpflichtig. Etwas anders ist es bei der betrieblichen Altersvorsorge. Hier werden die Beiträge nicht aufgeschlagen, die Abgaben werden da erst bei Auszahlungen der Rente fällig. Zum anderen sind Zinsen und Kapitalerträge von Geldanlagen steuerpflichtig. Hier fällt also, wie bei jeder anderen Geldanlage auch, die Abgeltungssteuer in Höhe von 25% an. Vermeiden kannst du sie mit einem Freistellungsantrag für Kapitalerträge, sofern du noch Freibeträge nutzen kannst. Diese betragen 800 € für Singles und 1.602 € für Ehepaare. Lohnt sich das Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen? Wenn dein Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen zahlt, solltest du in jedem Fall einen entsprechenden Vertrag abschließen. Wenn er nur einen Teil der maximal möglichen 40 € bezahlt und du aufgrund deines Einkommens Anspruch auf die staatlichen Prämien hast, solltest du den Rest aus deiner eigenen Tasche einzahlen, um von der vollen Förderung zu profitieren. Die richtige Geldanlageform ist nicht nur abhängig von deiner Risikobereitschaft, sondern auch davon, ob du die Wohnungsbauprämie erhalten kannst. Dann kann nämlich der Bausparvertrag eine sinnvolle Möglichkeit sein. Aber auch die Anlage in ETFs ist attraktiv. Der Anlagezeitraum ist mit 7 Jahren lang genug, um kurzfristige Kursschwankungen auszusitzen, und du kannst auch nach Ablauf der Sparphase die ETFs einfach im Depot liegen lassen. So profitierst du weiterhin von Kurssteigerungen und dem Zinseszinseffekt durch wieder angelegten Dividendenzahlungen. Die Gesamtrendite kann so höher sein. Außerdem ist die Arbeitnehmersparzulage fast doppelt so hoch und auch die Einkommensgrenze ist etwas höher. Leider ist VL-Sparen mit ETFs bei fast allen Depotanbietern nicht möglich. Unsere Empfehlung für einen Anbieter, der die Anlage deiner vermögenswirksamen Leistungen in ETFs bietet, findest du unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Bei Fragen oder Anregungen schreib uns gern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.